Hallo und Servus miteinander. Endlich gibt es mal wieder ein Video von mir. 5 Wochen habe ich jetzt nichts von mir hören lassen, beziehungsweise nur in Form von Texten. Wer also lesefaul ist, hat jetzt 5 Wochen nichts mitbekommen. Das Ganze hatte ich ja angekündigt und es hatte 2 Gründe. Zum einen wollte ich mich mal so ein bisschen rausnehmen und mir auch den Stress nehmen, den so eine Videoproduktion mit sich bringt, und einfach mal auf mich schauen und schauen, dass ich wieder gesund werde. Der zweite und viel entscheidendere Gedanke ist aber, dass ich einfach auch nicht das Gefühl hatte, dass ich diesem Charakter des Abenteuers gerecht werden kann. Einfach weil ich so weit fernab von dem war, wie ich die Reise ursprünglich begonnen hatte und was eigentlich der Gedanke hinter dem Projekt ist. Als ich jetzt die letzten Tage und Wochen so ein bisschen rekapituliert und reflektiert habe, ist mir aber aufgefallen, dass das wahre Abenteuer eigentlich genau jetzt stattfindet und ich mich genau jetzt auf dem Höhepunkt bzw. dem interessantesten Punkt meiner Reise bislang befinde. Weil, wenn ich mal ehrlich bin, waren die ersten 4,5 Monate ziemlich easy. Das große Abenteuer, so wie man sich das vorstellt, ist es im Endeffekt nicht. Vergleicht man das mal mit den richtigen Abenteurern und Entdeckern wie Christoph Kolumbus und Alexander von Humboldt zum Beispiel, ist es dann doch eben einfach nur ein Fahrradausflug mit einem Zelt. Klar, ich war viel in der Natur, aber ich habe mein Navigationssystem immer in der Hosentasche. Ich kann mir, wenn es mir schlecht geht, ein Hotelzimmer buchen und ich habe immer die Freiheit, wenn ich überhaupt keine Lust mehr habe, in den Flieger zu steigen und nach Hause zu fliegen. Ja, also wo ist die Herausforderung dabei? Ich bin einfach mit dem Flow gegangen, ich hatte so viel Energie, ich hatte so viel Kraft, ich konnte sogar nebenbei einen Marathon laufen und es war einfach alles relativ easy für mich. Wirklich interessant wird es dann, wenn man mal eine Phase hat, wo man eben nicht mehr so kraftvoll ist und wo man sich mal mit der Frage auseinandersetzen muss, wie geht es mir eigentlich, woher kommt es, dass ich krank bin und wie geht es weiter vor allem. Und genau das findet gerade bei mir statt und es ist total spannend und interessant. Jetzt ist das leider nicht unbedingt die Art von Adventure oder Abenteuer, die man gut zu einer Geschichte spinnen kann, deshalb auch kein Video, aber letzten Endes habe ich realisiert, dass es trotzdem ein Teil meiner Reise und des ganzen Projekts ist und dass das auch sein Kapitel verdient hat. Vielleicht sogar mehr als alles andere. Und um euch mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben, wie ich die letzten Wochen so gereist bin und was ich gemacht habe, habe ich euch trotzdem jetzt einfach mal ein kurzes Video zusammengeschnitten, auch um euch zu zeigen, wie es hier aussieht. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Einen Tag, nachdem ich mich von euch aus Colombo verabschiedet habe, kam mein Kumpel Martin aus München zu Besuch. In Colombo haben wir uns dann gar nicht mehr so wahnsinnig lang aufgehalten. Nachdem der Martin die Maschine endlich in Gang gebracht hat, sind wir nämlich von Colombo aus Richtung Süden gefahren. Wie man sehen kann, läuft das Zugfahren auf Sri Lanka ein klein bisschen anders ab als bei uns in Deutschland. Man kann sich einfach in die Tür reinsetzen und hat gleichzeitig den besten Platz, weil man einfach nach draußen schauen und die wunderbare Natur genießen kann. Über Weligama sind wir die Südküste entlang bis nach Tisimaharama gefahren und da war nicht besonders viel los, außer ein ganz besonderes Highlight, wo Martin und ich auf ein lokales Musikfestival gegangen sind und die einzigen beiden Weißen waren und somit fast so eine große Attraktion
wie das 5-jährige Kind, das auf der Bühne gesungen hat. Der Martin hatte seine Spendierhosen an und so ging es mit dem Tuk-Tuk von Tissima weiter hoch nach Ella. Mir persönlich hat es dort extrem gut gefallen. Wir waren mitten in den Teebergen und ich konnte ein bisschen wandern und laufen gehen und wir haben dann auch coole Leute getroffen, mit denen wir ein bisschen unterwegs waren. 2 Schweizer und eine Chinesin, die Sisi, und mit denen sind wir dann unter anderem mit Scootern durch die Gegend gefahren und haben die Area ein bisschen ausgekundschaftet. Von Ella ging es dann mit dem Zug weiter nach Kandy, wo es geregnet hat, natürlich nur zeitweise, und ja, es uns aber nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Und dann mussten wir auch leider schon den Rückweg nach Colombo antreten, weil Martins Aufenthalt langsam zu Ende ging. Und ja, als wir dann in Colombo angekommen sind, haben wir dann noch einen Tag verbracht. Ich habe mich dann von Martin verabschiedet und musste mein Zimmer leider wieder mit anderen Menschen teilen. Ich habe dann in Colombo mein Visum um weitere 90 Tage verlängert und mein Fahrrad wieder zusammengebaut, das bis dahin in einer Kiste im Hostel stand, und dann ging es für mich endlich wieder auf die Straße. Yeah, back on track. In Sri Lanka ist es so heiß heute. Es fühlt sich viel heißer an als im Oman wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Ich habe mich jetzt mal endlich von der Hauptstraße verabschiedet. Aus Colombo rauszufahren war die absolute Hölle. Ja, und ich bin richtig, richtig glücklich, dass mein Fahrrad wieder zusammengebaut ist und dass ich fahren kann. Und ich habe auch ein neues Gimbal hier zum Filmen. Also alles bueno, und jetzt geht's Richtung Süden. Saw that thing so beautiful. She just hit my heart, oh. Full force and she got me like. I be like, baby, why you so fine? Kaum war ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs, wurde ich auch direkt auf ein Abendessen und eine Übernachtungsmöglichkeit eingeladen von Julie, bei der ich eigentlich nur ein Wasser kaufen wollte. Do the thing, the way that you do it, and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them dead. Nach
7 Stunden Fahrt und ungefähr 150 Kilometern bin ich dann an meinem neuen Arbeitsplatz angekommen. Sublime, super fine. She was never lying, strutting in the heels or her slides. Either way, eyes on her every single day, week, year. Everyone wondering how she does it with no fear. All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. Girl, you knock him dead. How you do the things you do? Baby, you knock him dead. I'm already saying. Ooh, it's pretty then.